Das Bauingenieurwesen finde ich ein unglaublich faszinierendes Studium, weil es um das geht, was uns jeden Tag umgibt. Das ist ein toller Bereich, den mitgestalten zu können. Ich bin Carla Matthäus, bin Energieberaterin und habe mich vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Als Energieberaterin berate ich in erster Linie Leute dazu, wie man ihr Haus verbessern kann. Es geht da vor allem um ältere Wohngebäude, die erhalten werden sollen, aber auf den heutigen Standard angepasst werden sollen. Nach der Uni habe ich mich gefragt, wo ich hin möchte und hatte dann das Glück, meinen Geschäftspartner im genau richtigen Moment kennenzulernen. Ich glaube, ich habe mich selbst überrascht, wie früh ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, aber ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich es gemacht habe. Ich finde es toll, wenn man Gebäude nicht abreißt, sondern die bestehenden Gebäude so aufwertet, dass sie unseren energetischen und Komfortansprüchen genügen. Gerade wenn man dann in so einem noch nicht ausgebauten Dachgeschoss steht und es entsteht gerade eine neue Gaube, das ist einfach was Wunderschönes, wenn man dann die Maßnahmen auch in der Umsetzung sieht. Mein Alltag ist tatsächlich sehr vielfältig. Ich verbringe wahrscheinlich so die Hälfte meiner Zeit auf Baustellen. Einerseits zur Datenaufnahme und die andere Hälfte der Zeit bin ich in der wirklichen Projektbearbeitung und aber auch mit meinen Geschäftsführungsaufgaben betraut. Das Bauingenieurwesen an der TU München hat mir viel mitgegeben, was ich heute jeden Tag brauche. Zum Beispiel habe ich Bauphysik und Baukonstruktion vertieft, in denen man sich sehr damit beschäftigt, wie sind Gebäude aufgebaut, wie funktionieren die im Detail. Und das brauche ich heute quasi jeden Tag. Wenn ich mir irgendein Gebäude aussuchen würde, was ich gern saniere, ich glaube, da gibt es nicht das eine, aber was ich wunderschön finde, sind zum Beispiel am Platzl oder so in diesen alten Bereichen von München, wo auch teilweise denkmalgeschützte Gebäude noch sind, diese Gebäude wirklich intensiv anzuschauen, zu schauen, wie kann man die erhalten für die nächsten Jahrhunderte, aber für heutige Ansprüche wohnbar machen.